Zu Allerheiligen gedenken die Kirchen den bekannten und unbekannten toten Heiligen. Sie glauben, in dieser Zeit besonderen Zugang zu den verstorbenen Heiligen zu haben. Woher stammt dieser besondere Zugang zum Himmel? Wohl, am 2. November 2370 vor unserer Zeit kam die Sintflut über die bösen Menschen. Nachdem die bösen Engel, die Dämonen, den Himmel verlassen hatten, um mit den Frauen der Erde Beziehungen zu haben und deren Kinder, die Nephilim, geboren wurden, terrorisierten diese die Menschen. Die Erde änderte sich zum Schlechteren, ähnlich wie heute. Gott ließ Noah predigen, damit die bösen Menschen umkehren sollten und gerettet werden konnten. Aber außer den Ehefrauen seiner Söhne kehrte niemand um. Am 1. November hat Gott die Türen der Arche verschließen lassen. Als es zu regnen begann und die Sintflut begann, starben die bösen Menschen und die Nephilim, Söhne der Dämonen. Die Dämonen kehrten in den Himmel zurück. Sie konnten ja nicht sterben. Diese Verbindung zum Himmel wurde von allen heidnischen Völkern zu Vollmond zelebriert. Das Römische Reich nahm diesen Gedanken auf. So wurden militärische Handlungen, Schifffahrten und Hochzeiten zu Allerheiligen verboten. Die römische Kirche hat die Dämonen dann im Namen des römischen Volkes um Fruchtbarkeit und um Erfolge bei ihren heidnischen Göttern. Parallel dazu feierten die heidnischen Irländer Samhain, das auf denselben Hintergrund zurückgeht, so wie viele heute Halloween feiern. So wurde dieses Fest im 4. Jahrhundert auch in das Christentum übernommen. 839 wurde das Pantheon, in dem bis dahin die katholische Kirche immer noch das Allerheiligen der Heiden feierte, samt seinen heidnischen Heiligen Maria und den christlichen Heiligen geweiht. Die heidnischen Götzen und die Bilder blieben bis heute erhalten und werden nun in der Tradition der katholischen Theologie weiter verehrt. Weltweit haben sich in Mexiko und großen Teilen Südamerikas oder dem ehemaligen Jugoslawien auch solche Totenkulte in die Kirchenfeier integriert. Mit Umrechnung auf den Mondkalender. In unserem Kalender variiert dieser heidnische Feiertag in den unterschiedlichsten Kirchen bis heute. Die Ostkirchen begehen diesen Feiertag zu Pfingsten. Bedenke, dass alle Mondfeiertage dazu gedacht waren, nicht Gott zu verehren, sondern Satan und die Dämonen. Daran kann man glauben oder nicht. Aber als Christ sollte man sich davon distanzieren, denn wir sollten Jesu Lehren folgen und Gott anbeten und keine bösen Geistermächte wie Satan und die Dämonen. Das sollte uns Christen von heidnischen Kulten und Sekten unterscheiden. Vergiss nicht, diese Kirche war es, die die Heiligen der ersten Christen umbringen ließ, deren Papst die Todesurteile von Paulus und Petrus unterschrieb und die den Apostel Johannes umbringen. Wie also könnten diese überhaupt Heilige ernennen? Viele der Heiligen, deren Allerheiligen gedacht wird, sind verantwortlich für den Ersten und Zweiten Weltkrieg und andere Menschenrechtsverletzungen. Sie ließen Juden und Christen umbringen oder verdienten Geld mit dem Tod anderer. Wie könnte man jener gedenken? Keiner von ihnen machte das Evangelium bekannt. Nur eine von vielen Notwendigkeiten für wahre Heiligkeit. Bestimme du, an welchem Tisch du sitzt und mit wem du speist. An dem Tisch Gottes und Jesu Christi oder an dem Tisch von Satan, den Teufel und seiner Dämonen und der großen Hure Babylon der Großen, der falschen Religion. Als Christ ist es für mich schlimm genug, dass andere Christen an solchen Gedenktagen teilnehmen. Es wundert mich nicht, dass Jesus Christus vor solchen Kirchen eindringlich warnte.
verlasse sie, bevor auch du für ihr und auch deine Entscheidung verurteilt wirst. Denn bis heute erleben wir eine Parallele zu den Tagen Noahs. Und diesmal wird Jesus Christus sein Gericht über die Menschheit bringen.